Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 8. August 2003 gegen 16 Uhr stürzte eine Cessna 150 in Schönried, das ist hier in der Nähe von Saanen, in ein Feld ab. Beide Insassen waren sofort tot. Was ist geschehen, das schauen wir uns gleich an. Achtung, bitte bei meiner Vorbemerkung alle dranbleiben, denn es geht um Fliegerei. Am 31. Dezember 1993, also an Silvester, legte ich am John Wayne Flughafen in Kalifornien meine Helikopterprüfung ab. Mein Experte hieß Tim Tucker. Er ist heute Cheffluglehrer bei den Robinson-Werken. Nach einem gelungenen Start hat Tim mich gebeten, nach Long Beach zu fliegen. Da ging es vor allem erstmal um korrekten Funkverkehr. Im Los Angeles Basin, da ist relativ viel kontrollierter Luftraum und deswegen ist es wichtig, dass man den Funk gut beherrscht. Ja, es wird auch sehr schnell gesprochen, also es braucht ein bisschen was. Und dann in Long Beach ist klar, musste ich landen, ich musste zeigen, dass ich anständig hovern kann, dass ich am Hang landen kann, Quickstops wurden geübt und so weiter. Also verschiedenste Manöver. Dann flogen wir zurück, etwas höher als vorher, denn da haben wir geübt, wie man aus dem sogenannten Settling with Power rausfliegt. Man nennt das auch Vortex Ring State. Wenn ich außerhalb des Bodeneffekts hovere, also Schwebeflug mache mit dem Helikopter, kann es passieren, wenn ich Rückenwind habe oder wenn es windstill ist, dass ich plötzlich in meinen eigenen Downwash, in meinen eigenen Abwind reinkomme und dann drückt es mich quasi mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden. Das nennt man Settling with Power oder Vortex Ring State. Wenn das in einer gewissen Höhe passiert, kein Problem, sofort den Collective runter, Cyclic nach vorne, also rausfliegen. Wenn das bei der Landung passiert, und das ist schon oft passiert, katastrophal, weil dann hat man nicht mehr die nötige Höhe, um das aufzufangen. Ja, dann gab es natürlich noch einen simulierten Motorausfall. Ich musste zeigen, dass ich auch Autorotation beherrsche und nach einer geglückten Landung, ich war gerade so am Ausschalten aller Sachen nach meiner inneren Checkliste, Clutch, Mixture, Avionics, Alternator, Magnetos, sagt Tim Tucker, so, dann darfst du jetzt Pilot werden. Ich bin erschrocken, ich habe gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe gesagt, was heißt das? Habe ich nicht bestanden? Sagte, doch, du hast die Prüfung bestanden. Das Papier, das wir dir geben, das bedeutet, dass wir dich mit sehr geringem Risiko alleine in die Luft gehen lassen dürfen. Aber Pilot werden, das ist ein Prozess, der dauert ein ganzes Leben. Jetzt können die Leute, die an meinen philosophischen Betrachtungen nicht interessiert sind, sagen, ja, war interessant, hat schließlich mit der Fliegerei zu tun. Und alle anderen, ich sage jetzt nicht die Reiferen unter euch, die haben wahrscheinlich begriffen, dass das eine Metapher ist, die für ganz viele Lebensbereiche gilt. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Am Morgen des 8. August 2003 begab sich unser 38-jähriger Unfallpilot mit seiner Passagierin auf den Flugplatz Lommis, wo er das Luftfahrzeug Cessna Reims Aviation F-150M Hotel Bravo Charlie Whiskey Tango für einen privaten Flug nach Saanen bereit machte. Reims Aviation, das ist eine Firma in Frankreich, die vor etlichen Jahren mal die Lizenz bekommen hat, die Cessnas für Europa nachzubauen. Der Abflug fand laut Fluganzeige um 8:45 Uhr statt, mit einer voraussichtlichen Flugzeit von 1,5 Stunden und einer Treibstoffreserve für 4 Stunden. Die Landung auf dem Flugplatz Saanen erfolgte um 10:35 Uhr. Um 15:40 Uhr startete der Pilot auf der Piste 08 zum Rückflug nach Lommis. Nach dem Abheben leitete er eine Rechtskurve ein Richtung Stad, aber noch vor der Ortschaft Gstaad leitete er wieder eine Linkskurve ein, mit der Absicht, den Steigflug direkt Richtung Schönried fortzusetzen. Damit wir uns das besser vorstellen können, Saanen liegt auf 1015 Metern oder 3325 Fuß, der Flugplatz sogar noch ein paar Fuß tiefer. Schönried liegt auf 1230 Meter oder 4035 Fuß. Das ist aber noch nicht die Höhe, die wir brauchen, um über diesen Pass zu gelangen. Saanen-Möser liegt auf 1280 Meter oder 4200 Fuß.
Wenn wir also noch die vorschriftsgemäßen 1000 Fuß Überhöhung, es handelt sich ja um bewohntes Gebiet, wenn wir die noch dazu rechnen, sollten wir über Saanen-Möser möglichst 5200 Fuß haben. Die Cessna 150 hätte also innerhalb von 2 bis 3 Minuten um etwa 1900 Fuß steigen müssen. Das entspricht einer Steigrate von mindestens 500 Fuß pro Minute. Es war aber 28 Grad heiß an diesem Augusttag und die Dichtehöhe entsprechend hoch. Somit hatte dieses ohnehin recht schwache Flugzeug eine deutlich reduzierte Leistung. Dazu kam noch ein kräftiger und böiger Wind aus Nordost, sodass der Pilot mit starken Lee-Abwinden vor Schönried rechnen musste. Hat er aber leider nicht. Ein Augenzeuge beobachtete, dass das Flugzeug auffallend langsam und in stark angestellter Fluglage stieg. Da die Flughöhe des Flugzeuges nicht ausreichte, um das ansteigende Gelände überfliegen zu können, vollführte der Pilot gemäß den Angaben einer anderen Augenzeugin in einer Höhe von etwa 30 Meter über Grund eine relativ schnelle Drehbewegung um die Hochachse nach links. Dabei stürzte die Maschine über den linken Flügel auf ein Wiesengelände ab, nahe beim Bahnhof Schönried. Wenige Sekunden nach dem Aufprall fing das Flugzeug Feuer. Der Pilot und seine Passagierin kamen ums Leben. Der Pilot verfügte über eine geringe Flugerfahrung, ein bisschen mehr als 60 Stunden. Es war seine erste Alleinlandung auf einem Gebirgsflugplatz. Er hatte Saanen einmal früher als Passagier besucht, mehr nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Motorfluggruppen im Flachland mittlerweile gemerkt haben, dass es sinnvoll ist, den Gebirgsflug und auch Gebirgslandeplätze wirklich zu üben vor der PPL-Prüfung, auch wenn das nicht vorgeschrieben ist. Das gehört ja zur Gebirgseinweisung. Das Problem ist nämlich, dass viele Flugschüler zuerst die Theorie machen und dann erst beginnen mit der Praxis. Als ich mich 2016 auf die Flächenflugprüfung vorbereitete, die Theorie wird da meistens zu einem großen Teil online gemacht, aber dann braucht es, ich bin nicht mehr ganz sicher, 2 oder 3 Präsenzwochenenden. Das war auf dem Flugplatz Birfeld, wo wir uns da getroffen haben. Und da waren praktisch alle außer mir reine Theoretiker erstmal. Also die haben das Gefühl gehabt, man müsste zuerst die Theorie beenden, bevor man dann praktisch anfangen darf. Das hat den Nachteil, dass man diese Theorie übt, eigentlich keinen richtigen Praxisbezug hat. Man lernt einfach mehr oder weniger auswendig, um die Prüfung zu bestehen. Und der Praxistransfer, der kommt definitiv zu kurz. Ich treffe in Zweisimmen öfter mal Fluglehrer, die sehr vorbildlich sind und mit ihren Flugschülern eben das Landen auf einem Gebirgslandeplatz üben, auch wenn das im Syllabus der PPL-Prüfung nicht vorgesehen ist. Auf allen Gebirgsflugplätzen steht seither, dass eine Einweisung dringend empfohlen ist. In Zweisimmen ist das auch der Fall. Wir haben aber zusätzlich auch noch eine Videoeinweisung, die findest du auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und in Samaden ist es sogar so, dass man eine kleine theoretische Prüfung ablegen muss, online. Und wenn man 2 Jahre nicht in Samaden gelandet ist, muss man mit einem Fluglehrer dorthin fliegen. Warum unser Pilot den Talkessel von Gstaad nicht zum Steigen verwendet hat, ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Vielleicht war er unter Zeitdruck, weil er unbedingt um 17 Uhr in Lommis sein wollte. Es klingt vielleicht übertrieben, aber ich sage immer, in der Fliegerei musst du immer 1 Stunde dazu zählen. Immer dann, wenn ich das getan habe, war ich pünktlich oder nur ein paar Minuten zu früh. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST sagt, zum Unfall haben beigetragen mangelhafte Flugvorbereitung, Unterschätzen der Windverhältnisse, insbesondere der Abwinde entlang der Flugroute, geringe Gesamtflugerfahrung, kaum Erfahrung auf dem Unfallmuster. Jetzt wird es bestimmt wieder ein paar Zuschauer geben, die sagen, wie ist denn sowas möglich? Wie kann man eine Pilotenprüfung bestehen und dann solchen Blödsinn veranstalten? Ich weiß es auch nicht. Da müsste man die Leute beim Bundesamt für Zivilluftfahrt fragen, respektive die Leute von der EASA, von der Europäischen Behörde. Wir richten uns ja nach Europa. Ich weiß nur, dass die Leute, die in Amerika einen Robinson-Helikopter fliegen wollten, einen Sicherheitskurs absolvieren mussten. Ich habe den noch bei Frank Robinson, beim Gründer der Robinson Factory, persönlich durchführen dürfen.
Und Frank Robinson hat uns da ziemlich geschockt. Er hat als erstes mal gesagt, die Leute sagen immer, das Gefährlichste sei die Fahrt zum Flughafen mit dem Auto. Das stimme überhaupt nicht. In 10 Jahren seien mindestens 2 von uns nicht mehr da. Also er wollte damit sagen, abgestürzt, und dann hat er uns ein paar schlimme Flugunfallbilder gezeigt mit zerquetschten Leichen in Helikoptern und so weiter und hat gesagt, lasst euch das bitte eine Lehre sein, behaltet den Respekt vor diesem Gerät, auch wenn ihr Tausende von Flugstunden habt. Ja, und diese Weisheit von Frank Robinson, die würde ich gerne auch den Flächenpiloten mitgeben.